Ihr lest die ganzen Headlines über KI und fragt euch, wo geht die Reise eigentlich hin? Was heißt das für mich im Arbeitsalltag? Und ich habe mir tatsächlich über die Feiertage Zeit genommen und bin mal durch diese ganzen Entwicklungen durchgegangen, die im letzten Jahr passiert sind. Ich hatte ein bisschen Ruhe, habe diverse Informationen aggregiert und habe daraus alles zusammengepackt und gesagt, so, was sind jetzt so ein paar Punkte, die uns definitiv betreffen werden, Trends, und ein paar Sachen, wo ich ein paar Vorhersagen mache, weil ich glaube, die sind relativ wahrscheinlich. Und da wir letzte Woche ein Video gemacht haben, wo wir durch alle Jobs durchgegangen sind im Unternehmen, wie man KI jetzt schon einsetzen kann, empfehle ich euch, das Video auf jeden Fall zu schauen. Das ist zwar lang, aber ihr könnt ja euren Jobbereich schneller reinskippen und durchgehen. Und dann dieses Video hier zum Thema, was kommt jetzt? Denn wenn ihr vorne dabei bleiben wollt, lohnt sich das, am Ball zu bleiben. Also vorweg eine Sache ganz einfach, um es zu verstehen. KI, vor allem, ich rede hier von generativer KI, wird zu einem Standardwerkzeug. Ich finde es absolut nachvollziehbar, dass es sehr schwer ist, sich das vorzustellen, weil es nicht für jeden der Arbeitsalltag ist. Und ich muss irgendwann mal lernen, mir fällt es leicht tatsächlich schnell zu sehen, das ist spannend, ich beschäftige mich damit, das ist mein Hobby. Man muss wirklich aufpassen, nicht in diesen Headlines abzutauchen und auch wenn jetzt so eine Low-Phase kommt und der Hype ein bisschen runtergeht, plötzlich zu sagen, das ist jetzt alles Quatsch und ich pack's beiseite. Sondern genau dann, genau in der Phase muss man dranbleiben, weil es wird halt ein absoluter Standard, im Arbeitsalltag damit umzugehen. Und ich wundere mich immer wieder, wenn Leute es nicht können, aber es dauert halt ein bisschen. Insofern, los geht's. Also das erste ist, wir sollten mehr von Systemen sprechen als von Modellen. Und was meine ich damit? Und ich bin beileibe nicht der Einzige, der es sagt. Also es gab schon prominente KI-Forscher und Wissenschaftler wie Andrej Karpathy, die auch von Operating Systems gesprochen haben. Sam Altman hat das aufgegriffen und der hat sich auf Christopher Potts bezogen von der Stanford University, der das schon länger auch quasi erklärt, dass das Modell an sich zwar wichtig ist, was dahinter liegt, und wir reden mal vom Modell und welches Modell und was kann man das machen und was kann das leisten, aber ohne, dass es eingebettet ist in ein Gesamtsystem, um was zu tun, bringt das Ding halt gar nichts. Und das ist dasselbe wie mit einem Betriebssystem. An sich das Betriebssystem wichtig, aber es muss halt eingebettet sein in ein Gesamtsystem. Und der Blick, die Perspektive, eröffnet was völlig Neues. Ihr guckt ganz anders drauf. Und für mich ist das jetzt schon so, dass wenn ich zwischen meinen Modellen wechsle, also ich habe 2 verschiedene Accounts oder 3 oder 4 sogar mit anderen Anbietern noch zusammen und entscheide dann, was gebe ich quasi jetzt welchem Modell oder wo gebe ich es rein. Und das könnte dann einer der nächsten Schritte sein, dass das System entscheidet, basierend auf dem Prompt, den ihr reingibt oder der Anfrage, welches Modell wähle ich, denke ich darüber länger nach, nehme ich vielleicht einen Teilbereich, über den ich mehr nachdenke und einen anderen Teil, mit dem ich was mache. Und das insgesamt, das wird den Nutzen erbringen. Das heißt, jetzt Text einzugeben, Text rauszubekommen, sind wirklich die Early Days. Das ist wie am Rechner, als man an DOS gesessen hat früher, wenn das jemand noch was sagt und eingegeben hat, was da quasi in der Kommandozeile sein muss. Das heißt, wir sollten von Systemen sprechen, die insgesamt eingebettet sind und ein System erbringt die Leistung. Das ist ein super wichtiger Trend, weil es die Perspektive komplett dreht, auf die ihr schaut, wenn ihr diese Tools benutzt. Kontext ist das, was ihr im Kontextfenster eingeben könnt. Oder nicht der Kontext, aber das Kontextfenster. Und diese Kontextfensterlänge oder das, was ihr als Kontext eingeben könnt, das wird definitiv immer größer. Wir werden dieses Jahr Millionen von Tokens dort eingeben können. Wir sind jetzt bei einigen 100.000 Tokens. Das bedeutet einige 100 Seiten Text, die ihr dort ins Kontextfenster eingeben könnt. Und zwar per Copy und Paste direkt. Und wenn ich Menschen beobachte, die ChatGPT benutzen oder auch andere Tools, die sind sehr behutsam. Also dann gibt man mal ein Dokument ein bisschen rein oder liest mal das Dokument oder mach mal was. Aber da wirklich einen riesigen Chunk, eine riesige Wall of Text reinzupacken, das machen die allerwenigsten. Und ich mache mir wirklich, auch jetzt in Vorbereitung auf das Video hier, ich hatte 15 verschiedene YouTube-Videos, Dokumente, Skripte, alles nochmal reingegeben zu meinen Punkten, habe gesagt, gleich das nochmal ab. Siehst du noch was? Ist da noch was anderes? Und dann zu sehen, wie wirklich das Fenster einmal so runterrast und dann zu sehen, dass da Punkte kommen, die man einfach in der Geschwindigkeit nicht selbst hätte durchlesen oder erfassen können, durch euren Prompt vielleicht auch auf Fragen zu kommen, das ist wirklich krass. Und das ist für mich völlig normal, das im Alltag so zu benutzen. Und ich weiß noch, wie wir da vor einem Jahr saßen, bisschen über einem Jahr, und anfangen mussten, Podcasts in so 5-Minuten-Chunks einzugeben, um das reinzukriegen, aufgrund von irgendwie ein paar tausend Tokens. Und jetzt kann man so einen ganzen Podcast 1,5 Stunden reingeben und wupp hat man das Ergebnis.
unglaublich, was das an Produktivität macht. Und das ist wirklich wie der frühe Arbeitsspeicher bei Rechnern. So kann man das vergleichen. Der war halt schlank, der war klein, der war dünn. Ihr konntet so ein Word-Dokument öffnen und jetzt könnt ihr halt ganze Videos editen am Rechner und denkt da gar nicht drüber nach und macht 8 Sachen parallel. Ja, und das ist das Kontextfenster. Das wird halt quasi die Rechenpower von Large Language Models in der Zukunft. Und da werden wir dieses Jahr einige Millionen Tokens sehen und vermutlich, das ist auch Take von einigen Leuten, die aus der Szene sind, sagen die nennen das Infinite Kontext, dass man halt wirklich endlos langen Kontext reingeben kann. So, und bei dem Thema, ihr wollt viel in das Modell reinladen, kommen natürlich viele, die sagen, oh, das geht nicht wegen Datenschutz, vertraulicher Daten. Und das ist absolut nachvollziehbar. Und der nächste Trend ist spannend zu dem Thema. Es gibt auch schon teilweise immer kleinere Modelle, die eben auch auf den Smartphones laufen, auf dem Rechner laufen und dann komplett lokal. Das heißt, völlig nachvollziehbar sagen einige von euch, das Meeting will ich jetzt nicht an ChatGPT schicken oder das ist mir doch irgendwie zu krass dahin zu geben. Ich weiß nicht, was damit passiert. Dann habt ihr Modelle, die eben lokal laufen, auf die ihr zugreifen könnt, die dann, egal wo ihr seid, auf welchem Gerät, die Arbeit machen, an die ihr euch denn gewöhnt habt. Und das ist gar nicht so unspannend, weil man will halt nicht alles in die riesen Rechenzentren schicken, Energieverbrauch, Datenschutz und so weiter. Und Apple macht das ja mit Apple Intelligence auch so. Da warten wir auch noch ein bisschen drauf hier in Europa, aber das ist ein anderes Thema. Google macht es auch so, die haben auch sehr gute kleine Modelle. Egal wie, der Trend ist da, es wird weitergehen. Das heißt, da wird einiges passieren und dann wird man halt auch auf mehr und mehr Geräten irgendwann endlich mal, auch in Europa, da bin ich mir sicher, das im Einsatz haben. Dann kommt eigentlich genau das Gegenteil davon, nämlich riesige Modelle mit neuen Fähigkeiten. Beispielsweise das Reasoning, was wir von den O1 oder den O-Modellen von ChatGPT kennen. Also O1 hat ja dieses Nachdenken als Modus. Im Pro-Mode passiert das wohl ein paar Mal parallel. Das ist schon extrem aufwendig, dauert auch sehr lang. Und O3, was jetzt vorgestellt wurde, macht das angeblich deutlich komplexer. Also es wird halt deutlich mehr zerlegt, deutlich mehr auseinandergenommen, deutlich mehr Lösungsvorgänge gesucht, sodass ein Prompt angeblich bis zu $1.000 momentan kostet. Stellt euch mal selbst die Frage, würde ich jetzt gerade $200 für den Pro-Mode ausgeben? Und wenn ihr sagt, auf keinen Fall, dann stellt euch bitte mal die Frage, ob ihr am Anfang gesagt habt, als ChatGPT Plus rausgekommen ist, wart ihr bereit dazu, $20 auszugeben für den Plus-Mode. Wenn ihr damals gesagt habt, auf keinen Fall, ich kriege das ja for free, dann denkt nochmal an diese Situation zurück. Wenn ihr bis heute gar nichts von beiden benutzt, dann solltet ihr zumindest mal eins von beiden antesten, um zu sehen, wie es ist. Das ist schon ein anderer Schnack. Wenn ihr euch aber das zumindest jetzt mal vorstellen könnt, dann stellt euch vor, dass es vielleicht in diesem Jahr Modelle gibt, die Richtung 1.000 oder 2.000 kosten. Da gab es nämlich schon mal Gerüchte zu und ich kann mir das durchaus vorstellen, wenn es Hochleistungsmodelle gibt und jemand sagt, krass, ich benutze die, ich brauche die, super komplexe, super strategische Themen und ich habe hier quasi ein Companion an meiner Seite, der kostet mich weniger als ein Mitarbeiter, ist quasi ein Ersatz dafür. Ich sage euch, ChatGPT im Pro-Mode, O1 im Pro-Mode ist schon CTO-Level gleich für das Sparring, was ich manchmal brauche. Aber das macht so das Fass auf für eine KI-Elite, also Leute, die bereit sind zu sagen, ich zahle ein Premium dafür und die sich dann allein durch die Premium-Zahlung abheben vom Rest, die sagen, bin ich nicht bereit für zu zahlen. Und mir ist einfach nur wichtig, dass man bewusst diese Entscheidung trifft und sagt, zahle ich nicht, brauche ich nicht, will ich nicht, aber ich weiß, was geht oder eben weiß, was man damit tut. Aber ja, das ist ein Thema der Spekulation. Ich habe vor ein paar Wochen, letztes Jahr, ich glaube November, einen Podcast aufgenommen mit Agnes Heffberger, der Deutschlandchefin von Microsoft. Und sie verwendet einen Begriff, den auch andere in der Szene verwenden, nämlich Companion. Ich glaube, dass in Zukunft die Situation nochmal eine andere sein wird, dass wir tatsächlich Sparring-Partners, Companions, Co-Piloten, wie wir immer sie dann auch nennen, Agents haben werden, mit denen wir langfristig zusammenarbeiten und dass in Zukunft vielleicht in 10 Jahren jemand startet als CEO von Microsoft Deutschland, die schon mit einem Companion, mit einem Agent kommt und den Kontext sozusagen schon mitbringt und dass das vielleicht dann auch mal eine Frage sein wird, wer sich in welche Rollen reinbegibt, nicht nur wie die Person ist und Fähigkeiten und Erfahrungen und Profil, sondern vielleicht auch wie ist der Agent, wie ist der Companion, wie ist der Co-Pilot, wie ist das Team? Das finde ich ein sehr gutes Bild für das, was ich in meinem Alltag erlebe. Ich habe, wenn ich arbeite, immer irgendwo eine KI mit offen und frage zu irgendeinem Thema. Das kann lokal sein, das kann ein Online-Modell sein, das sind verschiedene. Momentan muss ich halt noch viel wechseln. Es ist aber schon eher unwahrscheinlich, dass ich darauf verzichten wollen würde. Im Gegenteil, ich hätte gerne eigentlich einen, der noch mehr weiß und
in vielen Fällen ist das bei den meisten von uns ChatGPT, weil das Ding einfach so groß ist, so viele Menschen es benutzen. Nehmen wir mal an, ChatGPT ist euer Companion. Dann habt ihr jetzt schon erlebt, wie letztes Jahr ChatGPT anfing, Erinnerungen zu speichern, wenn ihr was geschrieben habt. Und diese Erinnerungen werden immer weiter angereichert und irgendwann werden die Chats erinnert, was ihr besprochen habt, und dann bekommt das Ding einen noch größeren Wert als euer E-Mail-Programm. Weil ihr nicht einfach so sucht und sagt, such mir mal die E-Mail raus und wie war und ich suche mal eine E-Mail von dem und dem, sondern ihr könnt dann eine Frage stellen, wie zum Beispiel, du, das Jahr geht los und ich stress mich total, ich habe noch gar keine Ziele festgelegt und was ist überhaupt mein Purpose und wo ist der ganze Sinn? Und fragt dann einfach euren Companion, du, sag mal, mit allem, was wir letztes Jahr besprochen haben, was wäre das eine Ziel, die eine Priorität, auf die ich mich dieses Jahr stürzen sollte? Und begründe auch bitte, warum. Macht das doch einfach mal mit eurem ChatGPT und guckt mal, was bei rauskommt. Und natürlich kann man dann immer noch nachjustieren. Ihr entscheidet ja immer noch selbst. Ihr müsst ja nicht das tun, was KI dann sagt. Aber ihr könnt ja dann fragen, wie bist du drauf gekommen? Um dann an so einer Frage zu arbeiten. Und diese Arbeit mit einem AI-Companion, der dann vielleicht auch noch ein richtig teurer Companion ist. Also ich finde schon den ChatGPT Pro Mode für $200 echt teuer. Aber ich würde ihn auch nicht wieder hergeben, weil ich genug Anwendungsfälle jeden Tag habe, die ich auf den Pro Mode schmeiße und sage, denkt da mal bitte drüber nach. In Zukunft werden sich eben Menschen auch mit ihrem AI Companion in Unternehmen bewerben und erklären, was sie da laufen haben, was sie können, zu welchen Sachen sie fähig sind, und ja, das ist halt der AI Companion, und dann sollte man halt besser einen haben und aufbauen und nutzen können. So, bevor ihr jetzt euren Assistant fragt, was euer Purpose oder was eure Ziele für das Jahr sind, abonniert bitte den Kanal, bleibt dran, denn wir sind hier dabei, immer weiter zu ergründen, wo KI im Arbeitsalltag relevant wird und was man machen kann, um supercharged zu arbeiten. Und wenn ihr dann nachher euren Companion gefragt habt, was eure Ziele sind, würde ich mich freuen, wenn ihr die in den Kommentaren teilt. Ich bin mal gespannt zu hören, was bei rauskommt oder ob nichts bei rauskommt, und dann können wir das Ganze diskutieren. Jetzt geht's weiter. Wenn ihr meinen Kanal schon länger kennt, wisst ihr, wir sind auch eng verbandelt mit Google, aber auch mit anderen Unternehmen wie Microsoft und durchaus auch OpenAI. Das heißt, man könnte sagen, ich bin biased, aber ich versuche es immer klar und neutral zu machen, weil ich schaue mir immer alle Tools an und eben nicht nur eins. Nichtsdestotrotz glaube ich tatsächlich, dass dieses Jahr wahrscheinlich noch OpenAI das Unternehmen bleiben wird, was den Takt vorgibt. Die haben irgendwas im Team, was die anders machen, dass sie in einer so hohen Geschwindigkeit Produkte, Modelle und Themen raushauen und alle vor sich hertreiben. Ich finde das faszinierend, und das hat für mich mehr zu tun mit, wie die organisiert sind, als was sie dort machen. Bei aller Kritik, die sie abkriegen. Dann gibt es aber auch den Bereich Open Source, also Meta und Co. Und die haben zu Recht Punkte, wo sie sagen, diese Modelle müssen Open Source sein. Aber auch Meta-Modelle sind nur Pseudo-Open Source, weil ab 700 Millionen Nutzer zahlt ich genau. Egal, ein anderes Thema, aber die sagen halt, eigentlich braucht Open Source, so wie die Grundlage vom Internet, hat eine andere Offenheit, andere Sicherheit und so weiter. Dann gibt es halt noch Google. Und ich glaube sehr stark auch an Google, weil die haben einfach Daten ohne Ende, die sind gut aufgestellt, aber sie haben es teilweise nicht so hingekriegt, die Produkte so performant zu liefern wie OpenAI. Also, Prediction für dieses Jahr, noch bleibt OpenAI vorne, sag ich. Challenge me on that one, mal gucken, was bei rauskommt, aber ich würde sagen, das sind diejenigen, die treiben. Aber ich würde mal genau gucken, was Google da macht, wie die sich jetzt aufstellen, wie die Gas geben. Und Meta würde ich nicht unterschätzen. Die haben verdammt viele GPUs gekauft, die haben verdammt viel Rechenpower beisammen. Und dann gibt es auch noch so viele andere. So, jetzt habe ich meine Predictions gesagt und ja, ich würde sagen, wir müssen uns das Ende des Jahres vornehmen und dann anschauen, was bei rausgekommen ist. Es wird ein super spannendes Jahr für die Arbeitswelt 2025. Danke, dass ihr bis hierhin zugeschaut habt und dabei seid.